Es war einmal ein König, der hatte 3 Söhne. 2 von ihnen waren klug und gescheit, aber der 3. sprach nicht viel, war einfältig und wurde nur der Dummling genannt. Als der König alt und schwach geworden war und an sein Ende dachte, wusste er nicht, welcher von seinen Söhnen nach ihm das Reich erben sollte. Da sprach er zu ihnen: Geht in die Welt, und wer mir den feinsten Teppich bringt, der soll nach meinem Tod König sein. Und damit es keinen Streit unter ihnen gab, führte er sie vor sein Schloss, blies 3 Federn in die Luft und sprach: Wie sie fliegen, so sollt ihr in die Welt hinausziehen. Die eine Feder flog nach Osten, die andere nach Westen. Die 3. flog aber geradeaus und flog nicht weit, sondern fiel bald zur Erde. Nun ging der eine Bruder rechts, der andere ging links, und sie lachten den Dummling aus, der bei der 3. Feder, da wo sie niedergefallen war, bleiben musste. Der Dummling setzte sich nieder und war traurig. Da bemerkte er auf einmal, dass neben der Feder eine Falltür lag. Er öffnete sie, fand eine Treppe und stieg hinab. Die Tür tat sich auf, und er sah eine große, dicke Kröte sitzen und rings um sie eine Menge kleiner Kröten. Die dicke Kröte fragte, was sein Wunsch sei. Er antwortete: Ich hätte gerne den schönsten und feinsten Teppich. Eine jüngere Kröte brachte eine Truhe, und die dicke Kröte machte sie auf. Sie gab dem Dummling einen Teppich daraus, so schön und so fein, wie oben auf der Erde keiner gewebt werden konnte. Da dankte er ihr und stieg wieder hinauf. Die beiden anderen hatten aber ihren jüngsten Bruder für so dumm gehalten, dass sie glaubten, er würde gar nichts finden. Was sollen wir uns beim Suchen Mühe geben, sprachen sie, nahmen das erstbeste grobe Stück Stoff, das sie finden konnten, und trugen es zum König heim. Zu derselben Zeit kam auch der Dummling zurück und brachte seinen schönen Teppich, und als der König den sah, staunte er und sprach: Wenn es nach dem Recht gehen soll, so gehört dem Jüngsten das Königreich. Aber die 2 anderen ließen dem Vater keine Ruhe und sprachen: Unmöglich könne der Dummling, dem es in allen Dingen an Verstand fehlte, König werden, und baten ihn, er möge eine neue Bedingung stellen. Da sagte der Vater: Derjenige soll das Reich erben, der mir den schönsten Ring bringt. Er führte die 3 Brüder hinaus
und blies 3 Federn in die Luft, denen sie nachgehen sollten. Die 2 Ältesten zogen wieder nach Osten und Westen, und für den Dummling flog die Feder geradeaus und fiel neben der Falltür herunter. Da stieg er wieder hinab zu der dicken Kröte und sagte ihr, dass er den schönsten Ring brauchte. Sie ließ sich gleich ihre große Truhe holen und gab ihm daraus einen glänzenden Ring mit einem großen Edelstein. Er war so schön, dass ihn kein Goldschmied auf der Erde hätte machen können. Die 2 Ältesten lachten über den Dummling, der einen goldenen Ring suchen wollte, gaben sich gar keine Mühe, sondern nahmen einen alten Ring von einem Wagen, aus dem sie die Nägel entfernten, und brachten ihn dem König. Als aber der Dummling seinen goldenen Ring vorzeigte, sprach der Vater ein weiteres Mal: Ihm gehört das Reich. Die 2 Ältesten hörten nicht auf, den König zu quälen, bis er noch eine 3. Bedingung stellte und sprach: Derjenige soll das Reich haben, der die schönste Frau nach Hause bringt. Die 3 Federn blies er nochmals in die Luft, und sie flogen wie die vorigen Male. Da ging der Dummling wieder hinab zu der dicken Kröte und sprach: Ich soll die schönste Frau heimbringen. Ei, antwortete die Kröte, die schönste Frau, die habe ich nicht gleich zur Hand, aber du sollst sie doch haben. Sie gab ihm eine ausgehöhlte gelbe Rübe mit 6 Mäuschen bespannt. Da sprach der Dummling ganz traurig: Was soll ich damit anfangen? Die Kröte antwortete: Setz nur eine von meinen kleinen Kröten hinein. Da wählte er eine aus dem Kreis aus und setzte sie in die gelbe Kutsche. Aber kaum saß sie darin, so wurde sie zu einem wunderschönen Fräulein, die Rübe zu einer Kutsche und die 6 Mäuschen zu Pferden. Da küsste er sie, jagte mit den Pferden davon und brachte sie zu dem König. Seine Brüder kamen nach. Sie hatten sich gar keine Mühe gegeben, eine schöne Frau zu suchen, sondern die ersten besten Bauernweiber mitgenommen. Als der König sie erblickte, sprach er: Dem Jüngsten gehört das Reich nach meinem Tod. Aber die 2 Ältesten betäubten die Ohren des Königs aufs Neue mit ihrem Geschrei: Wir können nicht zulassen, dass der Dummling König wird. Sie verlangten, der sollte den Vorzug haben, dessen Frau durch einen Ring springen könnte, der mitten im Saal hing. Sie dachten, die Bauernweiber können das sicher, sie sind stark genug, aber das zarte Fräulein springt sich tot. Der alte König stimmte zu. Da sprangen die beiden Bauernweiber. Sie sprangen auch durch den Ring, waren aber so plump, dass sie fielen
und ihre groben Arme und Beine brachen. Darauf sprang das schöne Fräulein, das der Dummling mitgebracht hatte. Sie sprang so leicht hindurch wie ein Reh, und aller Widerspruch musste aufhören. Also erhielt er die Krone und hat lange in Weisheit geherrscht.